Paraguay ist als Reiseland eher unbekannt. Nicht zuletzt, weil die Temperaturen oft auf über 40 Grad steigen. Außerdem sind die Sandwege bei Regen unpassierbar. Jetzt ist die beste Zeit, das Land zu erkunden. Doch uns erwartet die härteste Tour unserer Reise. Zum Glück werden wir am Ende mit kaltem Bier belohnt. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile wieder unterwegs, 300 Kilometer Richtung Norden. Es hat sich alles verändert. Vorher war es also immer noch furztrocken, vielleicht grün, aber trocken. Und jetzt ist es hier der Anfang vom, ja, das ist hier alles, das ist sowas von grün. Wir haben gerade eben unseren ersten Tukan gesehen. Ja. Den ersten Tukan! Ja! Leider konnten wir den nicht, ja, wir konnten den nicht filmen, der war zu schnell. Aber wir haben unseren ersten Tukan gesehen. Ja, jetzt sind es noch 200 Kilometer circa bis zur Grenze. Dann geht es auf nach Paraguay. Und wir sind zum Glück außerhalb der Regenzeit, aber vor uns baut sich eine riesen Regenfront auf. Also das ist vorbei mit trockenem Wetter. Man merkt auch, die Luft ist richtig feucht. Ja, wir sind so gespannt. Also hier war schon alles voller Bananenfelder und ey, total krass. Ja, ja, auf jeden Fall, jetzt wird es anders. Diesel. Wir müssen aber warten in der Schlange. Es gibt nur eine Schlange und nur für die linke Seite. Naja, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber es gibt Diesel. So, wir sind jetzt noch mal ein ganzes Stück weiter gefahren. Und Argentinien hat sich total verändert. Also was vorher noch wirklich europäisch war, ist jetzt wirklich südamerikanisch. Hier ist nur eine Straße, die geht hier durchs Grün durch. Links und rechts ist nichts und es gibt auch keine Schlafplätze. Deswegen pennen wir ausnahmsweise mal bei einer Tankstelle. Und wir haben auch gleich wieder Freunde gefunden. Guck mal. Sind die nicht süß? Der gibt auch die Pfote. Und da hinten ist noch einer. So, heute pennen wir hier und morgen geht es dann über die Grenze nach Paraguay. So, mal zu unserem Filtersystem. Habe ich euch noch gar nicht erzählt. Wir haben ja so einen Sportluftfilter in so einem geschlossenen Teil drin, was zu unserem Zyklonfilter geht und dann zum Motor. Und dieser Sportluftfilter, der setzt sich zu, weil wir den natürlich mit Filteröl einsprühen und dann verklebt er natürlich irgendwann und dann ist der dicht. Deswegen fehlt uns die Motorleistung. Das ist ja auch ein Hauptgrund gewesen, warum wir stetig Probleme haben. Jetzt habe ich aber entdeckt, wie ich den super leicht reinigen kann. Und jetzt reinige ich den immer, den ich benutzt habe, damit er schon wieder sauber im Auto liegt. Dann, falls irgendwie der Filter zugeht, dann können wir den wieder einsetzen. Und zum Reinigen ganz einfach, Bremsenreiniger auf das Filteröl drauf oder Motorentfettung, dann austropfen lassen, danach in Spülmittelwasser ausspülen, trocknen lassen, wieder mit Filteröl einsprühen und weiter geht's. So, das machen wir jetzt. Also aufmachen das Filterelement hinten, dann den Filter rausholen natürlich, die Schrauben nicht verlieren, weil das wäre ganz doof. Die sind nämlich relativ klein und recht speziell. So, jetzt habe ich gleich die Äste auf den Boden geschmissen, natürlich im Staub. So, und da haben wir dann das Filterelement und man sieht auch schon, der ist richtig staubig zugesetzt und sieht echt schrecklich aus, weil das Filteröl ist blau und der ist mittlerweile staubig rot. Also, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Warte mal kurz, ein bisschen schlechtes Licht mittlerweile hier. Da ist er. So, den sprühen wir jetzt aus und dann setzen wir wieder ein. Via, weg. Basta, finita la pacchia.
das war so eine krasse Nacht. Das war die krasseste Nacht, die wir bisher auf unserer gesamten Reise hatten. Wir standen ja gestern Abend an der Tankstelle und es war auch soweit erstmal alles okay. Aber es kamen echt immer mehr dubiose Gestalten, also, die uns dann so Sachen gefragt haben wie, nutzt ihr denn auch euer Handy zum Navigieren oder habt ihr einen YouTube-Kanal? Also so Fragen, die so ein bisschen darauf abzielen, was man so im Auto an Technik hat. Ja, und dann kam irgendwann ein Polizist und sagte zu uns, nee, ey, bleibt mal nicht hier stehen, also fahrt mal lieber in die Stadt, direkt vors Polizeirevier, weil hier nehmen die euch auseinander. Und es war auch echt voll der krasse Ort. Also da waren lauter Trucker, Prostituierte, alles Mögliche. Und wir sind ja hier auf der, wie soll man sagen, Kokainroute. Das heißt, also wir sind auf der direkten Verbindung von Bolivien nach Salta. Und da wird natürlich Geld und Kokain transportiert. Und dementsprechend sind die Leute auch drauf. Also, ja, wie soll ich sagen? Wir haben dann gesagt, okay, wir nehmen das Angebot an und fahren in die Stadt und haben dort geschlafen. Aber dort war ein Tag vom Nationalfeiertag. Also heute ist ein Feiertag hier. Und die haben die ganze Nacht über sind die Kreise an diesem Platz gefahren mit ihren Mopeds. Und das war richtig krass. Auf jeden Fall haben wir überhaupt nicht geschlafen. Mir tut der Schädel weh. Und fahren jetzt Richtung Grenze, Richtung Bolivien. Und kurz vor der Grenze geht es dann ab nach Paraguay. Und hier ist wirklich ein Militärposten nach dem anderen. Die kontrollieren hier richtig heftig. Und ja, ist schon eine krasse Route, muss man sagen. Also, so, jetzt haben wir noch so 150 Kilometer vor der Grenze, also noch 50 Kilometer, dann fahren wir von der Straße hier weg und dann geht's Ripio Richtung Paraguay. Und dann sollte sich das auch so ein bisschen wieder normalisieren, hoffen wir. Gut, also, wir sind ganz schön im Arsch, ey. Wie gesagt, mir tut so der Schädel weh. Schier unglaublich. Wir haben es bis zur Grenze geschafft. Wir sind in Salta aufgebrochen und sind bis fast an die bolivianische Grenze gefahren. Kurz davor gibt es eine kleine Straße, die direkt nach Paraguay führt. Jetzt sind wir am Grenzübergang Pozo Hondo. Qué divertente. Hola, buenas. El papel pequeñito, ¿quieres tú? El papel pequeñito. Ah, ah. Gracias. Hola, buenas. Me bajo. Espérame. ¿Sí? Oh, mira, juegan a beach volley ahí. Wow. Gracias. Dieser Grenzübergang wird von Reisenden eigentlich nicht genutzt. Deshalb konnten sie uns auch keine Zollpapiere für unser Auto ausstellen. Zum Glück waren 2 Zollbeamte gerade zufällig in der Nähe und haben uns nach kurzer Wartezeit die Papiere gegeben. Hasta luego. Chao. Gracias.
ist eine Grenze. Also völlig anders als alles, was wir bisher kennen. Also die Argentinier, die machen ihr Ding, ganz normal, so wie sie es an jeder anderen Grenze auch machen. Aber die Paraguayis, die sind ja total relaxed. Das war echt cool, es hat echt Spaß gemacht. Ja, und jetzt sind wir in Paraguay angekommen und der Asphalt oder die Rippelpiste hat aufgehört. Jetzt ist wirklich Fahren auf Sand angesagt und das ist die Hauptstraße hier. Und die müssen wir jetzt mal 150 Kilometer bis Philadelphia wollen wir, ne? Also ja, entweder halten wir vorher noch an, weil es dunkel wird und man die Straße nicht mehr sehen kann. Oder wir versuchen bis Philadelphia zu kommen und wir wissen nicht, ob das durchgehend Sand ist oder nicht. Auf jeden Fall, das wird ein Abenteuer. Da freuen wir uns drauf. Aber da wir jetzt nicht mehr filmen können, weil es dunkel wird, sehen wir uns morgen. Ciao. Also wir fragen uns gerade, ob das hier schon ein Dschungel ist. Aber ich glaube nicht. Es ist eher so eine Trockensavanne. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall total krass. Wir sind gestern noch 100 Kilometer Sandstrecke gefahren. 100 Kilometer auf Sandpiste. Ja, jetzt kommt da erst der Schadensbericht. Das war schon richtig krass. Also so richtig krass. Also zeitweilig mit 5 km/h und Stunden, wirklich, naja, was soll's. Und es ist doch einiges, wie soll man sagen, kaputt gegangen nicht, aber schaut euch das mal an. Also uns ist ja generell unsere Fußmatte hier irgendwie abhanden gekommen und hier ist ein Staub reingekommen. Also das Auto war wirklich, wir hatten Nebel im Auto. Und das ist ja wohl echt nicht zu fassen. Das ist hier 5 mm hoch. Ja, das ist richtig krass. Meine Güte. So, wir werden jetzt erstmal, weil das eben doch relativ heftig ist, das Auto kurz hinten aufmachen, den Luftfilter uns angucken. Am Luftfilterausgang zum Motor filtert das Ding richtig, dann ist alles gut, dann fahren wir so weiter, wie es ist. Filtert er nicht richtig, ich habe ja immer noch einen Ersatzfilter dabei, dann tauschen wir den. So, ihr Lieben, da, guck. Absolut der einzige schwarze Punkt im ganzen Auto ist das Innenleben vom Filter. Na, damit sind wir doch zufrieden. Beim ersten Mal sah das schon schlechter aus. Wunderbar, zusammenbauen und auf geht's. Weitere 100 Kilometer Sandpiste warten auf uns. Mann, sind wir froh, dass wir die Reifen gewechselt haben. Also spätestens jetzt wäre einfach Schluss. Es kommen hier alle 500 Meter kommt so ein Sandloch. Jetzt wieder eins und da müssen wir irgendwie durchsurfen. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie das mit den normalen Straßenreifen wäre. Also an die gesagt haben, kann man ganz normal mit einem 2WD das hier fahren. Naja, also hier langsam wird es wirklich kritisch. Aber wir machen es, klar, logisch. Ja, wir sind jetzt seit 8 Stunden so ungefähr auf dieser Sandpiste. Als wir angefangen haben, haben die uns gesagt, dass es 3 bis 4 Stunden sind. Ich weiß nicht, wie schnell die fahren, weil wir sind selber jetzt schon 80 gefahren. Einmal, Tank ist leer, aber es ist ja auch nicht mehr weit. Also ich glaube, wir haben jetzt noch so 10%. Dann haben wir es geschafft.
Und dann sind wir endlich wieder in der Zivilisation. Das ist hier schon richtig krass. Also erstens total trocken und ja, niemand, also hier ist nichts. Man kann neben der Straße eigentlich nicht mehr anhalten. Hier ist der erste Schattenplatz, den wir jetzt seit 3-4 Stunden finden. So, ich freue mich auf was zu essen, was Richtiges. Ja, voll krass, Mann. Mann, sind wir fertig. Echt, wir hätten uns vielleicht mal ein bisschen besser informieren sollen, aber gut, war halt der kürzeste Weg. Man hätte ja auch irgendwie, das waren jetzt 200 Kilometer durch den Wald oder durch die Steppe hier und, oder 800 Kilometer außenrum oder mehr noch. Und die Straße da ist auch nicht viel besser, also insofern. Ja, auf jeden Fall sehen wir die Zivilisation. Wir können die Zivilisation riechen. Da, guck doch mal, da ist ein Haus und ein Auto und ein Mensch. Oh, wir haben es geschafft, wir sind echt da. Guck mal da. Ein Dorf, ein richtiges Dorf. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ich bin so durchgeschwitzt, ich bin so am Arsch. Wir sind ja gestern hier erst reingefahren, das heißt, wir haben gar nichts. Wir haben weder Geld, wir haben keine SIM-Karte, wir haben nichts und an der Grenze, da gab es auch nichts. Also da war nichts, da war ein Grenzübergang und dann ging es halt in die Steppe hier rein, in diesen halben Urwald. Und ja, Alessandra hat jetzt mal gefragt, so mal schauen, ob es da Erfolg gab. Aquí la calle principal, a la derecha y no me ha dado muchas informaciones más, pero a la calle principal hay un kiosco que lo vende. Oh, perfekto. Waren wir da? Ja, ihr Lieben, 200 Kilometer Sandpiste. 200 Kilometer. Das ist die krasseste Strecke, die wir je gefahren sind. Und jetzt sind wir durch Zufall. Wir waren in dem ersten Ort und da war ja so eine, weiß nicht, 500 Seelengemeinde ohne Infrastruktur. Und die haben gemeint, fahrt bis Philadelphia, dort kriegt ihr alles. Jetzt fahren wir bis Philadelphia. Wir wussten gar nicht, was uns in Philadelphia erwartet. Kommen auf einmal an einen Ort, an dem Leute ihr Fahrrad nicht mehr anschließen, ihr Motorradhelm auf dem Motorrad liegen lassen, wo alles so wirklich so ordentlich ist, wie wir es seit langem nicht mehr gesehen haben. Und da haben wir bei der Touristeninfo gefragt, ob wir uns da hinstellen können, weil das der einzige Ort ist bei Overlander. Und die sagen, nö, geht mal gegenüber beim Hotel, da könnt ihr euch, da habt ihr eigene Duschen und alles. Jetzt haben wir hier einen Platz neben so einem kleinen Häuschen, direkt am Swimmingpool. Die Hunde können hier frei laufen, die können hier machen, was sie wollen. Und die sind super lieb hier. Und jetzt gibt es erstmal ein Bierchen, weil wir sind so im Arsch, wir können gar nicht mehr. Darauf trinken wir jetzt erstmal einen. Prost, meine Lieben. Echt richtig geil. No. Es fresca. Ein Träumchen, ein Träumchen. Un perfecto final del día. Du bleibst hier? Ich bleib hier. Viel Spaß. Ich gehe alleine. In Philadelphia. So, also, sie macht Video und wir machen jetzt was richtig Geiles. Wir gehen los und gucken uns Philadelphia an. Weil wir sind hier an einem Ort gelandet, mit dem wir überhaupt gar nicht gerechnet hätten. Also wir sind ja durch den Dschungel gefahren, dann kamen wir in diese 300 Seelengemeinde dort an und die haben uns halt gesagt, fahrt weiter. Haben wir gemacht. So, jetzt sind wir in Philadelphia und Philadelphia ist eine, wie sagt man,
eine Siedlung oder ein Siedlungsgebiet Deutscher, die hier gelandet sind. Und zwar im Jahr 1930. Ist das eine Sonne hier? Genau, im Jahr 1930. Und zwar sind es Mennoisten, heißen die, glaube ich. Also es ist eine Glaubensrichtung aus Norddeutschland. Und die wurden von den Bolschewiken aus Russland vertrieben, weil es mit der russischen Revolution ja kein Eigentum mehr gab. Und haben sich entschlossen, hier dann niederzulassen. Und der Witz ist, also ihr müsst euch das so vorstellen, die haben einen Deal mit der paraguayischen Regierung gemacht, haben gesagt, okay, wir wollen Land. Paraguay hat gesagt, ja, unter der Bedingung, dass ihr Land besiedelt im Chaco, wo es nichts gab. Also hier, wo ich jetzt stehe, war noch vor 100 Jahren Urwald. Ja, also komplett Urwald mit nichts, nichts, gar nichts. So, und jetzt stehen wir hier und es sieht aus wie in Norddeutschland. Es ist der ordentlichste Ort, den wir je gesehen haben, seitdem wir in Südamerika sind. Also deutsche Tugenden hat schon was. Zumindest hat es einen Effekt. Ja? Und später sind dann lauter Paraguayos hierher gezogen, weil sie gesagt haben, hier ist geil. Ja, so, und jetzt gucken wir uns den Ort mal gemeinsam an. Ja, das ist schon krass, was die hier aus der Wüste oder aus dem Boden gestampft haben. Der Ort Philadelphia hier, jetzt fliegt mir der Sand hier ins, also es ist schon sehr staubig hier, also die Region ist schon echt krass. Der Ort hier heißt Philadelphia, aber die gesamte Region drumherum heißt Fernheim. Fernheim setzt sich zusammen aus den zwei deutschen Worten, klar. Und das sind 300 Bauernhöfe, 17.000 Siedler, die hier wohnen und hier eben produzieren und relativ unabhängig voneinander. Die Distanzen sind unglaublich, da sind es ja selber schon gefahren zwischen den Höfen. Das ist richtig viel und die Dinger sind richtig groß. Interessant ist, dass die arbeiten hier mit deutschen Tugenden, oder deren Tugend ist eben Schweiß und Arbeit, Zuverlässigkeit, Einigkeit, Brüderlichkeit. Und damit bauen die dadurch haben die ihre Siedlungsgemeinschaft aufgebaut. Und ehe wieder eine blöde Diskussion entsteht, gleich mal vorweggenommen, die sind vorm Nationalsozialismus ausgewandert. Und die haben einfach deutsche Tugenden und die tragen sie bis hierher. Die Paraguayaner, also die Paraguayos, die sind damit sehr zufrieden. Die wohnen hier sehr, sehr gerne und wie soll ich sagen, die haben sich da komplett vermischt mittlerweile. Und hier sieht man halt diese positiven Werte. Ob die Menschen hier glücklich sind oder nicht, kann ich überhaupt nicht sagen, weil ich ja nicht bisher großen Kontakt hatte. Aber interessant zu sehen ist, dass es hier wirklich aussieht wie in Norddeutschland oder, ja, wie soll ich sagen, also halt komplett geordnet ist. Gerade Straßen mit geraden Baumlinien, geraden Bächen, also es ist wirklich alles komplett so, wie wir es kennen. Guckt mal hier, Fernheim. Also das Einkaufszentrum hier, das könnte auch ohne Probleme in Wismar stehen, von der Bauweise her. Und man sieht eben auch, es sind viele Leute, sind hier blond. Die Amtssprache ist Deutsch. Also mit allen, die wir gesprochen haben, die sprechen mit uns Deutsch. Also die wollen gar kein Spanisch sprechen. An den Schulen wird Spanisch und Deutsch gelehrt. Und bis heute ist es eben so, dass hier Kfz-Mechaniker steht und ja, man eben auch allen möglichen Kram im Supermarkt kriegt, der normal nur in deutschen Supermärkten zu haben ist. Es gibt sogar Jakobs Dröhnung. An dieser Stelle ein besonderer Dank an Ralf. Er hat uns bei PayPal ein paar Bier ausgegeben. Lieber Ralf, hier kannst du sehen, dass dein Investment gut angekommen ist. Prost! Was macht die Mama da?
Rudi, was macht denn die Mama? Der Hund schlief. Wird der Hund geruckelt? Was macht denn ihr da? Liegt ihr am Pool? Macht ihr es euch gemütlich? So muss das sein. Jawohl, Wilma, fein. Schön, dass ihr dabei wart. Wir werden ein paar Tage bleiben, um mehr über die Menschen hier zu erfahren. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao!